sehen Sie die Remo Pro. Mit dieser Fernbedienung können Sie alle an Ihrer Solexa 2 angeschlossenen Antriebe und Geräte bedienen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie die Remo Pro mit der Solexa 2 verbinden. Noch ein Tipp: Wenn Sie schnell im Menü der Solexa 2 navigieren möchten, benutzen Sie am besten Ihren Fingernagel. Im Video wird ein Bedienstift verwendet, damit Sie der Bedienung einfacher folgen können. Begeben Sie sich als erstes in die Grundeinstellungen, indem Sie auf dem Bedienteil die Zahnrädchen oben rechts für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Navigieren Sie mit der Bedienfläche nach rechts, bis LER für Lernen im Display erscheint. Drücken Sie auf die umrandeten Zahnrädchen, um die Steuerung in Lernbereitschaft zu versetzen. Auf der rechten Seite müssen nun die Funkwellen am Masten animiert sein. Dies zeigt Ihnen, dass sich die Wetterstation in Lernbereitschaft befindet. Nehmen Sie nun Ihre Remo Pro zur Hand und wischen Sie die Einstellungsleiste nach unten. Wählen Sie den Menüpunkt Geräte lernen, löschen und anschließend den Punkt Geräte einlernen. Tippen Sie nun auf Steuerung Solexa 2 und zum Schluss auf Gerät finden. Nach erfolgreichem Einlernen zeigt die Remo Pro Gerät gefunden. Das Solexa 2 Bedienteil bestätigt das Einlernen mit einem kurzen Signalton und der Anzeige L01. Tippen Sie nun auf Ihrer Remo Pro 3-mal auf Zurück. Im nächsten Schritt müssen die Funkkanäle in der Fernbedienung konfiguriert werden. Wählen Sie den Punkt Funkkanalkonfiguration und danach Kanaltyp ändern. Wählen Sie einen beliebigen Kanal aus. Tippen Sie auf ein Symbol, um einzustellen, was für ein Antrieb mit diesem Kanal bedient werden soll. Als Beispiel wähle ich hier eine Markise aus. Das ausgewählte Symbol wird grau hinterlegt. Tippen Sie danach auf Zurück. Sollten Sie weitere Antriebe in Ihrer Solexa 2 eingestellt haben, konfigurieren Sie diese Kanäle entsprechend. Tippen Sie dann erneut auf Zurück. Nun können Sie Ihren Kanälen noch Namen zuordnen, die Kanalreihenfolge ändern, Gruppen bilden oder die Drehrichtung der Wippen ändern. Diese Einstellungen müssen nicht zwingend gemacht werden. Als letzter Schritt müssen die Funkkanäle der Remo Pro noch mit den Ausgängen der Solexa 2 verknüpft werden. Nehmen Sie erneut Ihr Bedienteil zur Hand und begeben Sie sich in die Grundeinstellungen. Halten Sie hierfür die Zahnrädchen oben rechts gedrückt und navigieren Sie mit der Bedienfläche nach links, bis Sie zu AUSG für Ausgang gelangen. Begeben Sie sich hier ins Untermenü und wählen Sie den Antrieb aus. Als Beispiel verwende ich SP01, also den drahtgebundenen Ausgang der Wetterstation. Um einen drahtlosen Antrieb zu wählen, wechseln Sie mit der Bedienfläche nach rechts. Der erste drahtlose Antrieb ist SP07. Bestätigen Sie den Antrieb und wechseln anschließend mit der Bedienfläche nach links. Hier finden Sie die Einstellung für den Eingang. Öffnen Sie das Untermenü. Es blinkt der Schriftzug SP23. SP23 bezeichnet die Fernbedienung. Sollten Sie eine weitere Fernbedienung eingelernt haben, wechseln Sie mit der Bedienfläche auf den nächsten Speicherplatz. Eine zweite Fernbedienung wäre mit SP24 bezeichnet. Nach Auswahl der Fernbedienung drücken Sie auf die umrandeten Zahnrädchen. P01 blinkt nun im Display. Dies ist der erste Funkkanal der Fernbedienung. Möchten Sie einen anderen Kanal zuweisen, wählen Sie diesen mit den Bedienflächen nach rechts oder links aus. Haben Sie den richtigen Kanal ausgewählt, tippen Sie das Kettensymbol rechts unten an. Bestätigen Sie dies durch Halten der Set-Taste. Die Anzeige springt nun automatisch zurück. SP23 blinkt wieder im Display. Setzen Sie auch hier die Kette und bestätigen Sie dies durch Halten der Set-Taste. Erst wenn die zweite Kette gesetzt wurde, ist die Fernbedienung mit der Steuerung verknüpft und einsatzbereit. Nun ist die Fernbedienung mit Ihrem Antrieb verbunden und kann für die manuelle Bedienung genutzt werden. Wenn Sie noch weitere Kanäle der Remo Pro mit Antrieben der Solexa 2 verbinden möchten, so müssen Sie die vorigen Schritte für die weiteren Antriebe erneut durchführen.